Wir sind hier in der Abteilung für funktionelle Genomik der Nutzpflanzen und was ich hier in der Hand halte, ist unser Modellsystem. Das ist eine junge Maispflanze, etwa 10 Tage alt, und an diesem Maiskeimling interessiert uns besonders das Wurzelsystem. Mit den höchsten Kornerträgen unter allen Getreiden weltweit. Das heißt, Mais hat eine herausragende Bedeutung weltweit, und Mais ist auch das Getreide, was weltweit die größte Verbreitung hat. Also Mais wird auf allen Kontinenten angebaut. Das findet man sonst für keine anderen wesentlichen Getreidearten. Die bisherige Annahme war, dass vor allen Dingen Bodeneigenschaften und Umweltbedingungen am Standort die Zusammensetzung des Mikrobioms bestimmen. In unserer Studie konnten wir jetzt zeigen, dass auch das Erbgut der jeweils verwendeten Maissorte einen wichtigen Einfluss hat auf die Zusammensetzung des Mikrobioms in der Wurzel. Wir konnten zum Beispiel in unserer Studie zeigen, dass ein bestimmtes Maisgen notwendig ist, um bestimmte Bakterien, die Gattung Massilia, in die Nähe der Wurzel zu locken. Das geschieht durch einen bestimmten Pflanzenstoff, der von der Wurzel in den Boden abgegeben wird. Dieser Pflanzenstoff sind Flavone, Pflanzenfarbstoffe. Die kennt man zum Beispiel von der gelben Farbe von Obst- und Gemüsesorten. Und dieser Pflanzenfarbstoff, die Flavone, die sorgen dafür, dass diese Massilia-Bakterien angelockt werden. Also unsere Arbeiten sind im Bereich der Grundlagenforschung angesiedelt. Wir hoffen aber, dass wir durch unsere Untersuchung des Zusammenspiels von Maispflanze mit Mikrobiom und Umwelt dazu beitragen können, dass mittelfristig verbesserte Maissorten gezüchtet werden können, die an lokale Standorte besser angepasst sind. Diese Sorten könnten dann vorteilhafte Bakterien und Pilze anlocken und damit die Produktivität dieser Pflanzen steigern. Das kann zum Beispiel dazu beitragen, dass Maispflanzen toleranter gegenüber ungünstigen Umweltbedingungen werden, wie sie zum Beispiel durch den Klimawandel zu erwarten sind. Außerdem können die dann auch effektiver die in geringen Mengen verfügbaren Nährstoffe an bestimmten Standorten besser verwerten und damit auch zu einer nachhaltigen Landwirtschaft beitragen.